Ja, hallo, mein Name ist Leila Yenirse und ich moderiere heute das Panel zum Thema Samplen. Es geht um Autorinnenschaft und die verflixte Frage nach dem Original. Und mit mir auf dem Panel habe ich Autorin Enis Marci, Musikerin Jesseline Preach und Journalistin Azadeh Peschman. Und Azadeh, bei dir bleibe ich gleich stehen mit der ersten Frage. Wie bist du vor allem in deinem Beruf das erste Mal mit Samplen in Berührung gekommen? Gute Frage, wobei ich gerade gar nicht so richtig weiß, ob ich so privat und beruflich immer so gut trennen kann. Ich glaube, das eine spielt so oft in das andere auf jeden Fall rein. Aber ich bin das erste Mal damit in Berührung gekommen, als ich einen Song gehört habe, der so aus den 70ern kam, so jazzy, Bossa Nova-Style irgendwie von Luis Bonfá. Der Song heißt Saudade Vem Correndo und das ist so ein total schöner Song. Und da waren eben 2 Takte in dem Song, die immer wieder kommen, die mir sehr, sehr bekannt vorkamen. Und dann habe ich so ein bisschen recherchiert und geguckt, irgendwie, wo das herkam oder habe irgendwie auch so Samplen gegoogelt und habe dann rausgefunden, dass das in einem Song gesampelt wurde von Jay Dilla. Also beziehungsweise Jay Dilla hat den Beat produziert und der Song ist von The Far Side, Running. Und das ist so mein Song, den ich permanent höre. Also es ist so seit Jahren mein Song, den ich mir anhöre, wenn es mir, ja, auch wenn es mir schlecht geht. Irgendwie ist es so ein aufbauender Song. Und Jay Dilla hat das eben damals gesampelt. Das sind wirklich, also in dem Originalsong kommt das irgendwie so 1, 2 Takte vor. Und bei Running von The Far Side kommt das halt permanent. Also es ist halt quasi so, ja, eigentlich so wie das komplette Instrumental eigentlich fast besteht eigentlich nur aus diesen 2 Takten. In Dauerschleife. Genau, also mit noch so ein paar anderen Sachen dazu natürlich, aber da wurde es auf jeden Fall verwendet. Und da ist mir dann das erste Mal so richtig irgendwie aufgefallen, so, ach ja, klar, so wie immer eigentlich so im Hip-Hop, Rap und so weiter ist eigentlich sehr, sehr viel gesampelt. Extrem viel, ja. Ist ja auch eigentlich normal, dass man immer so ein bisschen auf das zurückgreift, was schon gewesen war. Warum glaubst du, dass es gerade im Hip-Hop so viel passiert? Das war, glaube ich, schon von Anfang an so im Hip-Hop. Also wenn man sich jetzt auch so die ersten Sachen anguckt, Sugar Hill Gang, Rapper's Delight ist genauso. Da ist ja auch, die haben quasi die Bassline genommen von Good Times, von dem Song, und haben das dann verwendet und quasi auch so eine Endlosschleife dann für den Song genommen. Das war damals, glaube ich, auch so üblich, dass man das so gemacht hat. Also damals wie heute, muss man ja sagen, aber so vor allem in den Anfangszeiten, dass halt vor allem so auf Funk- und Soul-Tracks irgendwie man sich bezogen hat und daraus immer wieder so kleine Versatzstücke genommen hat, die geloopt hat, Endlosschleife oder auch verändert hat. Also ich glaube, das ist ja auch nochmal so ein Punkt, das ist ja auch eine Sache, etwas irgendwie so, ne, irgendwie rauszunehmen und dann im Original zu benutzen. Im nächsten Song, so ist es ja nicht unbedingt immer. Also oft ist es ja auch so, dass die Leute dann quasi das Sample irgendwie nehmen, 1, 2 Sequenzen und dann nochmal verändern oder irgendwie beschleunigen oder verlangsamen. Also es gibt ja 3 Millionen Möglichkeiten. Das ist ja auch nicht immer so einfach. Also die Beispiele, die ich jetzt genannt habe, die waren tatsächlich sehr einfach, wenn man das jetzt so will. Also wo man es auch wirklich sehr gut erkennen kann. Da muss man jetzt auch kein Musiknerd sein oder so. Es geht. Man hört die Songs, man weiß einfach irgendwie direkt, okay, das eine hat mit dem anderen auf jeden Fall direkt zu tun. So. Ich gehe mal direkt weiter, weil das jetzt ein wenig theoretisch war, zum Thema Samplen. Und Jesseline, du arbeitest praktisch damit. Du machst Musik schon seit mehreren Jahren als Preach und bist auch hier beim Popkulturfestival mit einem weiteren Projekt vertreten, Fat Ho Burger. Und arbeitest mit verschiedenen Menschen, die Beats für dich produzieren, Tracks für dich produzieren, aber produzierst auch selbst. Ja. Und meine Frage wäre jetzt erstmal ganz allgemein zu deiner Praxis. Also wie gehst du da vor und welche Rolle spielen Samples dabei? Also meistens, wenn ich anfange, ein Beat zu bauen, nehme ich halt viel mit der Stimme auf. Und es ist eigentlich wie so ein großes Puzzlespiel. So, ich gebe da meinen Input rein und am Ende gucke ich halt so, ob ich noch irgendwie so ein Drum-Sample habe, was da einfach richtig gut reinpassen würde. Und anfangs habe ich das noch mit meinem Handy gemacht, habe da Sachen aufgenommen und habe die dann eingefügt. Aber mittlerweile greife ich halt öfter zu anderen Menschen, die das schon fertig gemacht haben.
und mache dann mein eigenes Ding draus. So, manchmal pitche ich das einfach runter oder hoch oder ich benutze mein MIDI-Board und verändere die Tonhöhe oder ich zerhacke es komplett und setze es anders zusammen. Und was ich auch richtig gerne mache, ist einfach rückwärts. Ich nehme manchmal auch komplette Beats einfach von irgendwelchen Leuten und drehe sie einfach um. Der Reverse-Button. Genau. Ja, aber So. es ist natürlich auch clever, weil wenn du schon irgendwie einen ganz bestimmten Sound in deinem Kopf hast, so warum sollst du ihn denn unbedingt selber produzieren, wenn er halt auch schon gemacht ist und du denkst so, ja, du willst ihn eigentlich nur noch so ein wenig verändern. Voll. Also zu meinem Machen. Und arbeitest du dann auch mit den Instrumenten, das hast du jetzt schon gesagt, du arbeitest mit deinem Computer, weil ich musste gerade beim Thema Hip-Hop auch daran denken, dass natürlich sehr viel verändert wurde, auch im Musikmachen, als dann in den 70ern der Sampler aufgetaucht ist. Also das hat ja noch mal ganz andere Möglichkeiten eröffnet, irgendwie mit so Soundmaterial umzugehen. Daher meine Frage auch noch mal so nach deinem Instrumentarium, wenn du samplest. Also meistens sample ich wirklich Drums. So, oder halt, doch, eigentlich nur Drums. Den Rest mache ich tatsächlich selber, so mit Stimme oder spiele es selbst ein. Aber ich spare mir halt oft Zeit, wenn ich nicht selbst dann anfangen muss, sondern nimm's dann einfach von jemand anderem. Und ich habe halt mehrere Drum-Kits, die ich mir aus dem Internet runtergeladen habe, die es auch for free gibt. Und suche dann halt immer aus, okay, was passt jetzt, was hat die richtige BPM-Zahl, so, und puzzle mir es tatsächlich zusammen. Ja, wir hören jetzt einfach mal in einen Track rein, den du mitgebracht hast. Gerne. Schluckst zu viel, damit ich nicht ertränk. Trinkst Wasser, obwohl du Wäsche trägst. Die Kunst deiner Liebe ist. Gibst ihr nicht, was sie verdient, aber sie hat dich. Ja, bei dem ist witzig, weil da habe ich auch meine Mutter gesampelt. Da habe ich sie am Telefon aufgenommen. Also ich meine, sie hat halt gesungen und dann meinte Mama, warte mal kurz, habe dann schnell alles angemacht, habe dann mein Handy ans Mikrofon gemacht und habe sie halt bei Ableton aufgenommen und habe das dann auch verpitcht und darauf gesungen. Das heißt, du arbeitest nicht nur mit Material, das du jetzt beispielsweise im Internet findest, sondern auch einfach mit Dingen, die im Alltag Ja, passieren. mit allem, was ich finde. Ja, das Ja. ist toll. Ich gehe mal direkt weiter zu Ines, die auch mit Samplen arbeitet, die sie vorfindet, aber nicht in der Musik, sondern in Texten, die sie schreibt. Ines, erzähl mal was dazu. Ja, ist eigentlich eine ganz schöne Überleitung von der Frage hin, ob man wirklich nur Instrumente oder instrumentale Parts samplen würde oder dass deine Mutter dann vorkommt, finde ich sehr gut. Ich glaube, in der Literatur, so wie ich es begreife, hat Samplen schon irgendwie etwas damit zu tun, auf vorgefundenes Material zurückzugreifen und möglicherweise auch so eine Geste zuzulassen, die sagt, ich erkenne an, was vorher da war und ich mache das auch transparent, dass ich auf genau das, was vorher da war oder was gleichzeitig da ist oder was ich vielleicht als eigentlich schon perfekt gesagt empfinde, zurückgreife. Und ich glaube, es gibt eben Kulturtechniken, wo das eigentlich total üblich ist und auch anerkannt ist sozusagen. Also natürlich würde man sagen, das Samplen gehört zum Hip-Hop oder das Samplen gehört zum Pop und es ist schwierig vorstellbar, sich das vorzustellen ohne das. Und ich glaube, in der Literatur wird sozusagen nicht so richtig darüber gesprochen. Also, keine Ahnung, jetzt ein sehr bürgerliches Beispiel, aber zum Beispiel in Wojciech von Büchner, der hat auch auf Zeitungsartikel über diesen Fall zurückgegriffen und so weiter und so fort. Und ich habe eben auch zum Beispiel in meinen Theaterstücken auf Zeitungsartikel, Gerichtsprotokolle, Chats, andere Werke, andere Texte, Musik zurückgegriffen. Und ich glaube, es kommt dann immer so ein bisschen darauf an, was sozusagen auch der inhaltliche Bezug ist oder so. Also wenn man sagt, irgendwie beim Samplen geht es um mehr als Zitieren und es geht um mehr als Klauen, sondern es geht eben darum zu sammeln und neu anzuordnen, um jetzt auch das totgerittene Wort vom Kuratieren zu vermeiden und dann letzten Endes halt zu transformieren und etwas Neues daraus zu machen, dann könnte ich zum Beispiel schon sagen, in meinem
ersten Stück Lebend fallen, da habe ich ganz viel deutsches Volkslied gut gesampelt. Und das ging dann eben bei mir vom Heideröslein bis zu Haftbefehl. Und in dem Moment, in dem man all diese Sachen nebeneinander stellt, obwohl man eben eigentlich gar nichts mehr dazu sagt, hat man natürlich auch eine Aussage dazu getätigt, was man für deutsche Volksmusik hält oder was man überhaupt für Deutsch hält oder ob man das überhaupt für eine relevante Kategorie hält. Und das ist eigentlich ganz lustig. Ich wollte ein Lied, was ich in diesem ersten Stück gesampelt habe, hier vorstellen, nämlich Flieg, junger Adler von Tom Astor. Das ist so deutscher Trucker-Country. Und es geht dann zum Beispiel nicht, weil sozusagen jetzt die Rechte für diesen sekundenlangen Auszug, den wir hier hören könnten, zu teuer sind. Und das ist ja eigentlich auch ganz interessant, dass man gerade in so einem Moment ist, wo eine urheberrechtliche Praxis und so weiter und so fort einen Umgang verbietet, einen bestimmten. Ja, und da bin ich dann auch so, bin ich mir nicht ganz sicher, weil ich auch denke, so ja, ich verstehe das schon, dass das Label dann die Rechte dazu hat und ich respektiere das auch. Aber gleichzeitig denke ich mir jetzt in unserem Fall ging es ja wirklich nur darum, das ist natürlich super, dass wir jetzt hier so direkt ein Beispiel haben. Ich erkläre das nochmal so jetzt. Wir haben vorher angefragt, ob wir diesen Song hier spielen dürfen, nur einen kleinen Ausschnitt. Und das war dann aber leider zu teuer. Und also sehr, sehr teuer. Und dann haben wir uns dagegen entschieden, weil wir gedacht haben, um daraus jetzt 10 oder 15 Sekunden hier als Beispiel heranzuziehen, lohnt es sich nicht. Und eigentlich geht es ja dann darum, dass wir jetzt daraus nicht jetzt irgendwie mehr Geld machen, sondern eigentlich nur uns das kurz anhören wollen, um darüber zu diskutieren. Und dann entsteht ja auch was Neues, wie Gedanken, die wir dann zusammentragen. Aber diese Grenze ist ja auch sehr undefiniert. Also vielleicht kannst du noch mal was dazu sagen. Also was mir jetzt direkt zum Beispiel das so einfällt, gerade wenn es um irgendwie Rechte geht und vor allem auch um Geld, gerade wenn man jetzt irgendwie so in die Vergangenheit guckt, dann gab es auch relativ wenige, also weiß nicht, wenn ich jetzt so 70er, 80er oder so mir angucke, da gab es relativ wenige Fälle irgendwie, wo Leute geklagt haben oder sich irgendwie, also es gab einen ziemlich großen Fall von De La Soul, wo sie auch bei einem Fall auch verloren haben. Da ging es auch um so einen 12-Sekunder, den sie gesampelt haben. Aber das sind, also es ist auf jeden Fall eher die Seltenheit, würde ich mal sagen, früher. Und meine These ist so ein bisschen, dass es auch daran liegt, dass damals auch Hip-Hop, Rap auch eher so Untergrund war, in Anführungsstrichen, oder zumindest noch nicht so sehr im Mainstream und noch nicht so eine große Industrie, wie es halt jetzt ist. Und weiß ich nicht, wenn man sich jetzt irgendwie anguckt, wie viel Geld mit Deutschrap oder so gemacht wird, dann sind das halt komplett andere Hausnummern als jetzt irgendwie damals. Deswegen glaube ich, sind viele Sachen damals jetzt auch nicht so direkt mit so Rechten und Verhandlungen und Geld, was man zahlen musste und so weiter. Ich glaube, das war damals in dem Ausmaß, wie es halt jetzt ist, noch gar nicht so. Und zum Beispiel, um jetzt nochmal so zu Jay Dilla irgendwie darauf zurückzukommen, der hat ja auch ein Album Donuts, wo er total viel gesampelt hat, auch irgendwie von Frank Zappa und ganz vielen anderen Leuten. Und da hat er irgendwie alles irgendwie so auf so Handschlag irgendwie beruht und nicht auf irgendwelche Verträge oder Rechte, die man eingeholt hat und so weiter. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, wir hätten auf dieses Album verzichten müssen, dann wäre es irgendwie sehr traurig gewesen, glaube ich. Also ich wäre auf jeden Fall sehr traurig gewesen, wenn wir dieses Album nicht hätten. So, ne? Und ich glaube, heute ist halt die Lage eine ganz andere. Also ich glaube, alle, die sich in irgendeiner Art und Weise mit dem Thema beschäftigen und selbst diejenigen, die es nicht tun, haben schon von Moses Pelham und Kraftwerk irgendwie gehört. Also ich werde jetzt nicht irgendwie 20 Jahre Geschichte nochmal auspacken, aber seit 20 Jahren gibt es diesen Rechtsstreit um 2 Sekunden. Und ich glaube, das zeigt auch, dass man nicht ein finales Urteil irgendwie treffen kann und dass irgendwie das eine Oberlandesgericht das an das andere irgendwie schiebt. Und zwar auch schon beim Bundesverfassungsgericht und auf EU-Ebene und so weiter. Und das ist halt, es wird ständig ein anderes Urteil irgendwie gefällt und so richtig Klarheit, die man sich irgendwie erhofft, die findet man irgendwie darauf nicht. So, ne? Und ich glaube, es gibt so 2 Grundfragen. Die eine Frage ist, darf man einfach in Anführungsstrichen eine Sequenz nehmen aus einem bestehenden Werk und das in dem eigenen Werk verwenden? Wenn ja, muss man jemanden dafür bezahlen? Muss man die Person dafür fragen, ob das irgendwie geht? Und ich glaube, die zweite Frage, das ist halt auch immer so die Debatte mit Kunstfreiheit, wo eben viele sagen, ja, natürlich darf man das, aber es muss eben was Neues entstehen und man darf das Original irgendwie nicht erkennen. So. Und dann kommt man wieder auf Urheberrecht zurück und diese ganzen Sachen. Ja, es ist ziemlich weit gefasst.
Und jetzt habe ich dir einen Blumenstrauß an Themen gegeben und habe wahrscheinlich gar nicht auf deine Frage geantwortet. Doch, total. Weil die genau darauf abgezählt hat, dass es halt auch viel sich in Grauzonen bewegt. Also wann ist es dann halt auch so Raub oder wann ist es eine eigene Interpretation, die etwas Neues aus etwas Altem entstehen lässt, so womit ihr beide ja auch viel zu tun habt in eurer Praxis. Jesseline, eine Frage an dich. Hattest du schon mal Beispiele, wo du Probleme hattest? Oder war das bis jetzt bei dir so, dass du damit eigentlich so ganz gut umgehen konntest, auch vor allem, wenn du mit Sounds aus dem Internet gearbeitet hast? Ich habe versucht, ist gar nicht so lange her. Deswegen kam ich überhaupt auf das Rückwärtsmachen. Da habe ich nämlich einen Beat einfach genau so, wie er war, nur halt, ich habe es, glaube ich, langsamer gemacht, habe ich es versucht, bei Soundcloud hochzuladen und dann stand da halt, dieser Sound ist von die und die Person, da sind Urheberrechte, kann ich nicht hochladen, es sei denn, ich habe eine Abmachung mit denen, das muss ich denen aber vorweisen. Und da dachte ich so, ups, ich dachte, Soundcloud ist nicht so. Und dann habe ich es anders machen, der Song, habe ich leider nicht dabei. Und dann bin ich zurückgegangen auf Ableton, habe es einfach umgedreht und dann hochgeladen, dann ging es. Und dann dachte ich, das hört sich aber gut an. Und deshalb mache ich das jetzt öfter. Aber das ist so interessant, oder? Also ich meine, ich weiß auf jeden Fall zu wenig darüber, wie das Urheberrecht funktioniert. Und man würde ja meinen, dass ich als Autorin eigentlich eher erfreut darüber sein müsste, dass es existiert. Aber weil ich zum Beispiel in meiner Arbeit mich extrem viel darauf verlasse, zu samplen und mit vorgefundenem Material umzugehen, habe ich trotzdem immer eher das Gefühl, ich blicke darauf vor der Perspektive derjenigen, die irgendwie hier und da was nehmen. Und das ist ja schon irre, dass zum Beispiel so eine Plattform wie Soundcloud, die also simuliert, Öffentlichkeit zu sein, aber in Wahrheit natürlich ein Riesenkonzern und so weiter und so fort ist, denjenigen Moment, wo das Verbotene überhaupt öffentlich werden kann, schon verhindert. Also das ist ja so ein krasser Eingriff in das, was Öffentlichkeit sein könnte, an dem wir natürlich alle selber schuld sind, die diese Plattform benutzen, aber weil man müsste nicht, aber gleichzeitig gibt es keine alternative Öffentlichkeit, um das hochzuladen, also natürlich benutzt du das. Und das finde ich irgendwie so interessant, weil ich glaube, dass ich eigentlich auf die Frage nach dem Samplen und so weiter vor allen Dingen als eine poetologische Frage schaue, also auf eine Frage, die sozusagen darauf abzieht, zu beantworten, wie sehe ich die Welt und wie glaube ich, muss über die Welt geschrieben werden oder wie will ich über die Welt schreiben und was sagt das über meinen Blickwinkel auf sie und so weiter und irgendwie, was bringt den Fun hier eigentlich? Und in dem Moment, wo zum Beispiel Soundcloud sagt, das ist ja schön, dass du das produziert hast, aber dieser Ton gehört schon wem, fallen diese Sphären ja total ineinander. Ja, das finde ich mega interessant. Ich dachte gerade auch, dass es ja auch irgendwo schade ist, wenn das nicht auch in Werken koexistieren kann. Also Dinge, die schon vorher entstanden sind. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich wirklich so eine entscheidende Frage, die der Kommerzialisierung und des Geldverdienens. Also dass es immer dann ein Problem wird, wenn jemand damit halt Geld verdient. Und auch wenn jetzt zum Beispiel du, Jesseline, als Künstlerin nichts verdienst, wenn du bei Soundcloud hochlädst. Also wahrscheinlich im übertragenen Sinne, wenn jetzt daraus Gigs entstehen. Aber es ist ja keine Plattform wie jetzt bei Bandcamp, wo man richtig Musik verkaufen kann. Ist es ja trotzdem so, dass Soundcloud mit Werbung schalten Geld verdient. Und dann ist das aber so, denke ich gerade, dass dir dann quasi das Samplen irgendwo verboten wird in dem Moment. Du aber gleichzeitig auch nicht die Nutznießerin wärst, wenn du am Ende daraus irgendwie monetären Gewinn beziehen würdest. Und ich denke auch also so geht es mir auch in meiner eigenen künstlerischen Praxis, ich verstehe mich ja auch immer als Teil einer ganzen Geschichte oder kulturellen Produktion, die irgendwie so jahrhundertelang vollzogen wird. Und gleichzeitig ist ja auch dann das in dem Moment, wenn ich etwas aus mir heraus mache, irgendwie das, was ich dann als innovativ verstehe. Wie geht's dir damit, wenn du jetzt zum Beispiel, sag ich mal, ein Trap-Beat nach Schema F baust anhand eines Tutorials, sagen wir mal. Das sage ich jetzt nur, weil ich das selber mal gemacht habe. Da habe ich so irgendwie bei YouTube eingegeben, so wie baue ich einen Trap-Beat, und dann habe ich den einfach 1:1 nachgebaut. Und dann dachte ich mir so, oh, aber irgendwie so richtig viel mit Musik machen, hat das hier gerade, fühlt sich das nicht ganz so an, weil ja, ich habe am Ende zwar diesen Beat, aber ich habe ihn einfach so komplett nachgebaut. Aber irgendwie gefällt er mir trotzdem. Ich habe das ja auch so gemacht. Wir haben ja auch einen ähnlichen Beat. Wir haben nämlich dasselbe Video gesehen. Das ist auch dieses 11-Minuten-Video, dieses Tutorial, oder? Ich glaube schon, das ging ziemlich schnell. Selbst ich das kenne. Wir haben einfach nur andere Gimmicks genommen. Egal.
Ja, deswegen, ich habe, glaube ich, so 3 Videos gesehen, war nicht meins, weil es ist halt sauber und hört sich auch gut an. Aber ich habe gemerkt, es ist mir zu langweilig. Deswegen, ich habe gar kein richtiges Schema, sondern ich mache wirklich irgendwas und wenn ich jetzt sagen würde, ich will, dass so ein Beat rauskommt, kann ich gar nicht. Sondern es kommt einfach irgendwas raus, was ich dann irgendwann cool finde. Also ich sammle die einfach und irgendwann suche ich so, was geht da? So, und dann passt es auf einmal. Ja, aber das ist doch so geil, weil damit hat es doch alles eigentlich auch so viel zu tun mit dem Archiv irgendwie, also mit dieser Sache, dem neu anordnen und dem Transformieren und diesem ganzen Gelaber geht ja auf jeden Fall voraus, dass man erstmal alles sammelt und dass man eben auch Sachen sammelt, von denen man gar nicht weiß, wofür man sie dann eigentlich brauchen wird. Also du hast diese Prftschs und so weiter und die nehmen so viel Speicherplatz ein, du hast aber überhaupt keine Ahnung sozusagen, wofür die eigentlich sein werden, aber es ist gut, dass sie da sind. Es kommt irgendwann der Moment. Genau. So, und der ist gekommen. Ich habe ein ganzes Album gemacht mit den Beats. Deswegen, ja, also ich habe da wirklich kein Schema, sondern ich bastel einfach rum und gucke, was am Ende draus kommt. Also siehst du die Entwicklung ein wenig kritisch, weil du meintest, ja, in den 70er, 80ern, da schien das noch so wenig anders, da hat man das manchmal mit so einem Handshake abgeklärt und jetzt ist das alles sehr, jetzt geht es um sehr viel vertragliche Bedingungen, Geld, Wert, das Recht, Verklagen. Du hast ja auch schon angesprochen, so, ne? Das ist immer eine Frage der Kommerzialisierung. Also je kommerzieller irgendwas ist, desto teurer wird es dann, Beat XYZ zu benutzen oder so. Und desto weniger kann man es halt auch einfach machen. Ne? Also so, man kann das jetzt auch nicht mehr, so ich finde Soundcloud halt auch ein richtig gutes Beispiel, um halt so zu zeigen, okay, selbst technisch geht es halt auch nicht mehr, dass man halt irgendwie Sachen hochlädt und wenn man sich halt irgendwie Beats von anderen Leuten genommen hat, die gesampelt hat und so weiter, weil du jetzt mittlerweile eine Plattform hast, die das erkennt und die halt sagt, okay, das geht urheberrechtmäßig nicht und so. Da hat sich schon einiges geändert, aber ich glaube, es liegt auch daran, dass einfach Musikindustrie generell sich halt komplett verändert hat. So, und dass es halt jetzt mittlerweile einfach viel mehr Regularien gibt, viel mehr Verträge gibt, viel mehr Anwälte gibt. Ich glaube, es gibt auch wirklich so, im Rechtsbereich Leute, die wahrscheinlich auch auf irgendeine Art und Weise davon ja auch profitieren. So. Aber klar kann man das auch verstehen, dass Leute irgendwie so ein bisschen drauf pochen oder darauf beharren, dass sie auch dafür irgendwie Geld kriegen möchten. Also wenn halt zum Beispiel ein Track irgendwie kommerziell total erfolgreich wird und die am Ende irgendwie gar nichts davon haben, kann man es auch ein bisschen verstehen, dass sie das halt irgendwie einklagen wollen. Aber es ist, glaube ich, die Frage ist so ein bisschen, wo setzt man halt die Grenze? Ne? Also so ab wann muss ich jemandem Bescheid sagen oder ab wann muss ich mir die Rechte kaufen, um ein Sample zu benutzen? Und ab wann habe ich was komplett Neues kreiert, so, was damit eigentlich gar nichts mehr zu tun hat, wo eigentlich auch niemand mehr Ansprüche stellen kann? Also ich glaube, das ist halt eine richtig schwierige Frage. Also es ist total tricky und werden wir auf jeden Fall hier auch heute nicht lösen, glaube ich. Aber ich glaube daran, also so, ja, das ist so ein bisschen so ein schmaler Grat, an dem man dann ständig irgendwie so aushandeln muss. Ja, ich habe ja heute, bevor ich hier hingekommen bin, ich habe sogar mir was aufgeschrieben, damit ich nicht vergesse, wie er heißt. Moment. Nämlich, ihr kennt doch sicher alle Bob Ross. Bob Ross, der diese Nass-in-Nass-Landschaften malt. Mit den großen Locken. Mit den großen Haaren, ja. Und ich habe gestern durch Zufall von Maurice Goldschön, einem Autor, den ich auch viel zitiere, und Sampler, den ich auch schon zitiert habe, der hat mir erzählt, dass Bob Ross sich das nicht ausgedacht hat. Und er hat diese Sendung gehabt, The Joy of Painting. Und vorher gab es halt so eine Sendung, die hieß irgendwie... Ich muss nur kurz erklären, das ist eine alte Fernsehsendung, in der Bob Ross Bilder gemalt hat für das Publikum und erklärt hat, wie er die Bilder malt. Das läuft auf Bayern Alpha und dann kommt er mit so einem Spachtel und macht so Nadelbäume. Und ist extrem glücklich und man schaut das eigentlich zum Einschlafen, würde ich behaupten. Und es gab eben diesen William Alexander, der hat das halt alles vorher gemacht. Der war irgendwie so 30 Jahre älter in Amerika mit so einem brutalen deutschen Akzent. Das ist eigentlich noch wichtig für die Geschichte. Und seine Show hieß nicht The Joy of Painting, sondern The Happiness of Oil Painting oder so ähnlich. Also sehr ähnlich. Und Bob Ross hat bei ihm Unterricht genommen. Und das lief alles im Fernsehen. Also wir sind in einer Zeit vor Internet und so weiter und so fort auf ähnlichen Sendern. Und dann hat er eben seine Show The Joy of Painting genannt. Und bis jetzt könnte man ja sozusagen sagen, ja okay, aber nass auf nass zu malen, hat noch keiner erfunden. Keiner für sich gepachtet. Klar kann Bob Ross das auch machen. Und wenn er halt geiler ist und die beruhigenderen Sätze und die lustigeren Punchlines hat, ist das okay. Aber dann habe ich mir so ein Video angeguckt und Bob Ross' Trademark-Satz ist ja
Happy Little Clouds und We Make No Mistakes, höchstens Happy Little Mistakes. Und dieser andere Typ sagt das alles auch, nur eben auf diesem krächzenden deutschen Akzent. Und der sagt auch, we make happy little clouds und so. Und das fand ich so interessant, weil man könnte ja zum Beispiel auch sagen, okay, Hurt Feelings wird es immer geben, aber wenn einer das einfach besser macht als der andere und wenn einer mit einem 20-sekündigen Sample aus dem Lied, was komplett unbekannt war, erfolgreich wird, vielleicht muss man es auch einfach gönnen. So, ja? Vielleicht war die Idee auch einfach geil. Und zum ersten Mal in meinem Leben habe ich eigentlich gestern, ich habe noch keine abgeschlossene Meinung dazu, aber als ich erfahren habe, dass mein Idol Bob Ross sich seinen Trademark-Satz nicht selbst ausgedacht hat, da habe ich sozusagen so Da warst du enttäuscht. Ja, weil es fiel mir immer sehr schwer, jetzt auch in Vorbereitung auf diese Veranstaltung die Konsumentenposition einzunehmen. Also ich konnte das jetzt eigentlich immer nur denken als Autorin, die samplen will oder Autorin, die Angst vom Urheberrecht hat. Aber nie konnte ich das eigentlich denken als Konsument. Und irgendwie fühle ich mich ein bisschen getäuscht vom Bob. Aber ich glaube, das ist Quatsch. Man kann es ja auch irgendwie nie wissen. Also selbst wenn eine andere Person von einem samplet und man ist damit okay, was ist, wenn dann das, was daraus gemacht wird, so durch die Decke geht? Und seine Landschaften sind viel schöner. Bob Ross. Ja, also zum Thema besser gemacht. Also ich dachte gerade an ein Beispiel von einem Bekannten aus Karlsruhe. Der hat das Gitarrensample für einen Travis Scott-Song aufgenommen und der hat das nicht gewusst. Also der hat das Gitarrensample online verkauft und dann hat der Produzent das halt in den Travis Scott-Track hier Goosebumps verwendet. Und der ist ja super bekannt, irgendwie Klicks im 9-stelligen Bereich. Und der hat das natürlich nicht geahnt, dass am Ende mit diesem Sample halt Millionen gemacht werden. Das ist natürlich immer so ein Risiko, das man eingeht. Ich weiß nicht, wie weit die vergleichbar sind, aber ich denke mal, auch er, der Gitarrist, wusste wahrscheinlich nicht, dass das am Ende so eine Goldgrube wird. Ja, oder das ist dann ja irgendwie genau die Frage, ob sozusagen eigentlich von der Perspektive der Urheberinnenschaft, der Autorinnenschaft, des Herstellens, des Produzierens von Dingen, ob es eigentlich wirklich untrennbar ist, die Frage nach dem Geld und so weiter und so fort. Und manchmal habe ich nämlich den Impuls zu sagen, irgendwie ja schon, weil ich meine, er hat ja nicht den Travis Scott-Song gemacht, er hat halt dieses Gitarrensample gemacht. Und natürlich ist halt das Gefühl, verarscht zu werden, so krass wegen dieses Machtgefälles. Und natürlich gibt es irgendwie in einem Moment, in dem Leute irgendwie Hip-Hop-Kassetten aus ihren Garagentoren verkaufen, gibt es dieses Machtgefälle nicht. Und dann ist natürlich klar, du darfst das verwenden und du darfst das verwenden und so weiter und so fort. Und ich habe darauf eigentlich auch gar keine Antwort. Aber ich wollte das nur mal so aufmachen, dass hinter dieser Frage, die vermeintlich nur vom Geld handelt, ja eigentlich so eine größere Frage danach steckt, wem zugehört wird und wem nicht zugehört wird und wer eigentlich mit seiner Arbeit gehört werden kann oder gesehen werden kann und wer nicht. Und das hängt am Geld und das hängt an anderen Sachen. Wie würdest du, oder? Sorry. Es ist, glaube ich, auch auf jeden Fall so, dass diese Debatten halt auch so geführt werden, vor allem dann geführt werden, zu Recht, wenn Leute, die eigentlich eh schon marginalisiert sind, wenn die halt quasi nichts abbekommen für ihre Arbeit und wenn die quasi nicht bezahlt werden und so weiter und wenn deren Arbeit halt irgendwie genommen wird und daraus wird was anderes gemacht und so weiter. Also das ist so Stichwort Machtgefälle, so, da ist es ja auch total logisch, so, ne? Dass man da halt dann vor allem so drauf geht und irgendwie drauf guckt und ein Song von Guru, um jetzt mal bei Hip-Hop zu bleiben, ne? Respect the Architect. So, ich finde, das ist halt so ein Satz, der sagt eigentlich alles. Also ich finde eigentlich auch, dass, klar, bei Songs kann man jetzt weniger als bei Literatur so noch schnell mal eine Fußnote einbauen oder so. Aber du kannst es auf jeden Fall in den Credits machen und du kannst vor allem auch die ProduzentInnen irgendwie anschreiben und mit denen irgendwelche Sachen, irgendwelche Deals machen. Das geht ja alles. Also vor allem heutzutage geht das. Das ist halt irgendwie gar nicht... Jetzt auch bei dem Travis Scott-Fall irgendwie, ne? Man kann ja auch Leute noch im Nachhinein irgendwie kontaktieren und sie teilhaben lassen und so weiter. Das geht ja alles. Ist klar, dass es wahrscheinlich die meisten Menschen nicht machen werden, aber... Dein Sample entpuppte sich als so lukrativ. Hier ist noch ein Scheck von mir. Cool, aber das finde ich cool. Also bei mir, wenn es nichts zu holen gibt, so, dann lässt du die einfach in Ruhe. Aber wenn du merkst, so, da ist voll viel Kohle am Start, so, dann kann man auch ein bisschen verlangen, finde ich. Also jetzt der Dude, so sorry. Also ich hätte ihm was gegeben. Auch nachträglich. Ja, aber er hatte ja schon unterschrieben, der Zug ist ja abgefahren. Also nachträglich, wenn ich merke, krass, dieser Song, alle hören ihn, alle lieben ihn,
Und ich bin sowieso rich und bekomme einfach so viel Kohle, weil dieser Song ist echt heftig. Und wenn du da in deinem Zimmer sitzt und das gemacht hast und andauernd diesen Song hörst, vor allem auch im Club und so, und denkst, krass, das ist mein Song, ich habe nur 1.000 Euro dafür bekommen. Wenn überhaupt. Wenn überhaupt, wahrscheinlich weniger. Ja. So finde ich, da geht schon was. Also da kann man auch im Nachhinein sagen, so hey, gut gemacht. Die Frage ist natürlich, ob dann der Travis Scott-Produzent, der wahrscheinlich in den USA sitzt, dann irgendwie demjenigen da in seinem kleinen Home-Studio in Karlsruhe dann nochmal eine E-Mail schreibt und dem da ein bisschen Geld rüber PayPal. Der könnte ja auch fragen, der kann sagen so, hey, da geht ja voll was, vielleicht habt ihr noch was für mich. Also man kann ja einfach fragen, wenn jetzt Travis Scotts Dude da nicht ankommt von sich selbst, so dann kann er sagen so, hey, ich habe doch diesen Beat gemacht, ich habe ihn gerade gehört, da geht voll viel. Why not? Ich finde, die Kohle ist da. Also man kann ja. Ich finde es dann albern, dann Leuten zu verbieten, wie mir zum Beispiel, dann diesen Song hochzuladen, obwohl ich ja kein Geld damit mache. Noch nicht. Und wenn ich dann meine Millionen habe, dann können die auch gerne anklopfen. So, aber vorher könnt ihr mich gerne in Ruhe lassen. Gut, stark. Ne, es ist auch so geil, dass du dann sagst, dann hört er das vielleicht in seinem Zimmer und denkt sich so, das ist ja mein Song, weil ich meine, urheberrechtlich gesehen hätte er damit wahrscheinlich Unrecht, aber sozusagen vom Standpunkt des tatsächlichen Urheberinnenseins ist es natürlich auch seiner sozusagen. Oder er hat da 20 Sekunden oder 10 Sekunden oder so reingetan, die das auch zu seinem machen. Und das ist ja eigentlich auch das Interessante. Also in welche Tradition stelle ich mich eigentlich, wenn ich jemanden zitiere, wenn ich jemanden sample, wenn ich Sachen verwende. Man kann ja auch Sachen verwenden, um sich über sie lustig zu machen. Das geht ja zum Beispiel auch. Also man kann sie ja auch persiflieren, man kann auch eine Hommage machen. Bob Ross hat auch gesagt, das wäre eigentlich alles eine Hommage gewesen an William Alexander. Der war tödlich beleidigt und meinte nein. Und dann sind das ja natürlich auch die Songs von all denen, die vorher da waren. Und dann sind es ja natürlich auch die Songs oder Texte oder Theaterstücke oder was auch immer. Nicht nur von denen, die gesampelt werden, sondern vielleicht auch von denen. Es ist voll oft so, dass ich zum Beispiel ein bestimmtes Buch vorher gelesen habe und das war dann hinterher so mega, mega wichtig. Und das wird gar nicht zitiert, sondern halt die Fragen, die sich da gestellt werden oder. Aber es wird ja trotzdem immer nur so ein Teil bleiben. Und das ist ja genau auch dasselbe wie bei dem Gitarrensample. Das wird ja nie der ganze Track sein, sondern ich musste gerade noch mal so in die Frage der Autorenschaft denken. Also ich denke gerade irgendwie auch in künstlerischen Bereichen wie halt Film, da hast du ja auch, also die Person, die irgendwie die Kamera macht, die ist genauso wichtig wie die Person, die Regie macht, würde ich jetzt mal behaupten, als Person, die mal so selber hinter der Kamera stand. Genauso wie jetzt auch, wenn ein Track entsteht, die Person, die auf dem Beat singt, ist ja genauso bedeutend wie die Person, die das produziert. Deswegen ist das ja auch immer so ein Gruppenarbeitsding, wo man auch nie genau sagen kann, jetzt so wem was gehört, sondern es ist irgendwie gemeinsam entstanden. Aber das ist ja genau die Herausforderung. Also einerseits sozusagen Konzeptionen von Autorenschaft finden, die halt nicht so aggressiv sind, die irgendwie sind wie so, ja okay, ich bin der Boss und ich habe es gemacht und die anderen waren so meine Knechte, die haben mir mal ein Sample gebracht oder so oder die haben mal kurz die Kamera gehalten. Und die Herausforderung liegt darin, einerseits eben so expandierende Konzepte von Autorenschaft zu finden, wo man sagen kann, und ich bin mit all diesen Leuten in diesem Boot und wir haben das sozusagen irgendwie zusammen gemacht, aber eben nicht auf diese verwässerte Art von kollaborativen Arbeiten, wo alle alles machen, sondern wir haben das zusammen gemacht, weil ich habe meins gemacht und sie hat ihrs gemacht und so weiter. Und aber gleichzeitig halt umgehen mit einem Urheberrecht und mit einer finanziellen Situation, dass das halt gar nicht richtig berücksichtigen kann und wo dann doch jeder wieder auf seiner Scholle kämpfen muss. Das ist ja auch ein bisschen das, was du vorhin angesprochen hattest, also mit den Credits und der Bezahlung. Also dafür gibt es ja auch schon Systeme, alle Personen, die beteiligt sind, aufzuführen. Und damit komme ich dann auch schon langsam zum Ende. Ich glaube, wir haben die Zeit auch schon überschritten. Wenn es jetzt keine weiteren Kommentare mehr gibt, würde ich mich an dieser Stelle bedanken für diesen ganzen Input. Ja, und danke dir, Leila. das war sehr interessant. Vielen Dank. Danke. Danke.